Das Video heute ist mal nicht von unterwegs aufgenommen, sondern ich befinde mich in häuslicher Quarantäne. Miriam und ich sind am Freitag zu einem Ausflug mit unserem Leitungsteam gefahren und als wir dort angekommen sind, fing es an, mir plötzlich schnell zunehmend schlechter zu gehen. Ich bekam erst Gliederschmerzen, dann leichtes Fieber, dann habe ich Magen-Darm-Probleme bekommen, dann ist das Fieber sehr stark geworden, dann bekam ich Schüttelfrost. Dieser Schüttelfrost war so stark, wie ich das noch nie erlebt habe, und das war so beängstigend, dass ich zu Miriam gesagt habe, bitte fahr mich ins Krankenhaus. Sie hat mich direkt ins Krankenhaus gefahren und in der Notaufnahme habe ich erstmal für eine Stunde lang eine Infusion bekommen. Die hat dann geholfen, das Fieber zu senken. Dann hat man natürlich auch direkt einen Covid-19-Test gemacht, um erstmal herauszufinden, ob das vielleicht einer der Gründe sein könnte. Und bis auf Weiteres bin ich in Quarantäne, bis ich das Ergebnis von diesem Test habe. Ich habe verschiedene Medikamente bekommen und in Bezug auf diese Medikamente ist mir eine Statistik in den Sinn gekommen, die mich sehr beschäftigt. Wenn in der westlichen Welt 100 Menschen ein Medikament verschrieben bekommen vom Arzt, weil sie krank sind, dann gehen 30 Menschen mit diesem Rezept erstmal gar nicht zur Apotheke und holen das Medikament nicht ab. Die Hälfte der restlichen 70 Leute wird dieses Medikament zwar abholen, aber nicht so nehmen, wie der Arzt das verschrieben hat. Sie werden es unregelmäßiger nehmen, sie werden früher damit aufhören, sie werden die Dosierung nicht genau beachten. Und ein geringer Teil nimmt das Medikament, das eigentlich zu ihrem Besten sein sollte, genauso wie der Arzt das verschrieben hat. Jetzt gibt es verschiedene Erklärungsmodelle dafür. Die Ärzte werden sagen, klar, also Menschen sind einfach sehr unzuverlässig, Patienten sind nicht diszipliniert. Das wäre eine Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Psychologen würden vielleicht sagen, naja, die Ärzte müssen sich mehr Zeit nehmen für ihre Patienten. Sie müssen ihnen mehr die Sinnhaftigkeit erklären von diesem ganzen Vorgehen und dann würden die Patienten vielleicht auch mehr Vertrauen haben und das Medikament auch nehmen. Ich habe aber eine andere Vermutung, woran das liegen könnte. Und zwar aufgrund einer anderen Medikamentenstatistik. Wenn in Westeuropa Haustiere krank werden, dann gehen die Menschen mit ihnen zum Arzt, zum Tierarzt, und wenn der Arzt dann ein Medikament verschreibt, dann werden 90% dieser Menschen dieses Medikament kaufen und wiederum der allergrößte Anteil, wiederum 90% von diesen 90%, werden dieses Medikament genauso dem Tier geben, wie es der Arzt verschrieben hat. Was bedeutet das? Ich glaube, die einfachste und direkteste Erklärung wäre, dass wir unsere Haustiere, unsere Hunde, unsere Katzen mehr lieben, als wir uns selbst lieben. Das würde bedeuten, dass wir unsere Wellensittiche, unsere Hamster, unsere vielleicht Reptilien mehr beachten, ihnen mehr Zuwendung zukommen lassen, als uns selbst. Wie kann das sein? Ich habe verschiedene Erklärungsideen dahinter, aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber eine andere Sache ist mir in den Sinn gekommen. Jesus hat gesagt,
als er gefragt wurde, was denn das Größte und Wichtigste sei am Christentum, wenn ich das heute so formulieren würde, da hat er gesagt, das ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und seinen Nächsten zu lieben. Und da hört für viele der Gedanke auf, aber der Satz war noch nicht zu Ende. Jesus hat nicht nur gesagt, wir sollen unseren Nächsten lieben, er hat gesagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. In anderen Worten, Jesus hat gesagt, dass ein begrenzender Faktor für wie offen wir sind, andere Menschen zu lieben, wie offen wir dafür sind, uns auf andere Menschen einzulassen, ist, wie sehr wir uns selbst lieben. Liebst du dich selbst? Ganz spontan, auf einer Skala von 1 bis 10. Was ist der erste Wert, der dir in den Sinn kommt? 10 ist ganz viel, 1 ist wenig. Liebst du dich? Wie sehr liebst du dich? Zweite Frage. Wie sehr wertschätzt du dich? Erste Zahl, die dir in den Sinn kommt. Auf einer Skala von 1 bis 10. Dritte Frage. Wie sehr magst du dich eigentlich? Und dann die gleiche Frage für andere Menschen. Wie sehr liebst du andere Menschen? Wie sehr wertschätzt du andere Menschen? Wie sehr magst du Menschen überhaupt? Und überleg mal, wie das zusammenhängen könnte. Das könnte auch mal ein gutes Thema für diese Woche sein, darüber nachzudenken. Wie sehr liebe ich mich eigentlich? Und was bedeutet es überhaupt, mich selbst zu lieben? Was habe ich überhaupt für eine Berechtigung, mich selbst zu lieben? Was habe ich überhaupt für einen Grund, mich selbst zu lieben? Das ist ein Thema für ein anderes Video, vielleicht. Ich bin erstmal bis morgen Abend in Quarantäne, spätestens dann soll ich die Ergebnisse von diesem Corona-Test bekommen. Aber ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Liebt euch selbst und liebt andere Menschen.